1400 Soldaten aus 5 Nationen. Weil wir haben einen Auftrag, darauf stellen wir uns halt ein. Im Ernstfall hier das Hoheitsgebiet der Litauer zu verteidigen. One for all and all for one. In Litauen, in der Kaserne, wo die EFP Battle Group in Litauen stationiert ist. Ja, also EFP ist sozusagen der Auftrag, also warum wir hier sind. Enhanced Forward Presence nennt sich das. Das ist eine gemeinsame NATO-Präsenz, weil sie an der Außengrenze der NATO, unseres Bündnisses, verteidigt, also uns alle, einschließlich unseres Landes. Unsere Mission ist im Schwerpunkt das Abschrecken potenzieller Gegner, dass die nicht das Bündnisgebiet der NATO angreifen und weiterhin die multinationale Kooperation auch mit den litauischen Verbündeten und die Ausbildung. Resultierend aus der Annexion der Krim 2014 kam es 2016 zu einem NATO-Gipfelbeschluss, der beinhaltet, dass Kampftruppenverbände in Litauen vorstationiert werden, um halt die Reaktionsfähigkeit der NATO auf einen möglichen Aggressor zu erhöhen. We all see what is happening in Ukraine. We know what was happening and still happening in Belarus. So the neighbors are active and not in a good sense. Also die multinationale Zusammenarbeit ist hier omnipräsent. Die EFP Battle Group besteht aus einer deutschen Kampfkompanie, einer norwegischen Kampfkompanie, einer niederländischen und einer belgischen Kampfkompanie. We are very proud of having our partners here. It's a collective defense and that's what the NATO is about. Grundsätzlich ist es ein positives Feedback für uns, weil wir natürlich auch dann wahrgenommen werden und gesehen werden. So what is very good that we can share our experiences, we can train together, we learn from each other. Also grundsätzlich üben wir immer, ich sag mal, die Verteidigung, also defensiv ausgerichtet. Wir werden hier circa 6 bis 7 Monate bleiben und diesen Auftrag eben zu erfüllen. Werden wir ganz normal im litauischen Verteidigungsplan mit eingesetzt und werden dort im Rahmen unserer Aufträge dann handeln. Im Ernstfall würde es hier zu einer Alarmierung kommen, worauf wir dann in einem gewissen Zeitrahmen hier die Kaserne verlassen, unsere Fahrzeuge gefechtsbereit machen und dann in einen einsatznahen Verfügungsraum verlegen, wo wir dann unsere weiteren Einsatzbefehle erhalten würden. One part of the mission is to train, to be ready to fight, to maintain the combat readiness of the battle group. Das ist eine ganz bemerkenswerte Sache. Es ist ja nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts keineswegs selbstverständlich, dass deutsche Uniformen ausgerechnet hier in dieser Gegend unserer Welt willkommen sind. We as Lithuanians are very proud and happy that we have our partners with us, because we know from the long-standing history that having allies always helps for the peace and prosperity. Aber durchaus ist die Bedrohung da, wie man es gesehen hat, wie schnell das dann in der Krim oder der Ostukraine ging. Es gibt also diese Präsenz oder dieses Damoklesschwert, sage ich mal, was hier über dem Baltikum und der NATO hängt. In Deutschland mag man das ein bisschen vergessen haben. Also schwieriges Thema. Es wird sogar von manchen Leuten gesagt, dass wir das Stolperdraht der NATO sind, um hier eben die ersten Feindkräfte irgendwie aufzuhalten, damit in Deutschland und in den anderen Nationen die genug Zeit haben, sich kurz zu sammeln und aufzustellen. It's very simple.
one for all and all for one. And that's what it is right now. Von daher blicke ich zuversichtlich auf unseren Auftrag, auf unsere gemeinsame Mission und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das bewältigen werden. Da kann ich die Bundeskanzlerin zitieren zu dem Thema, wir werden das hier so lange machen, wie Litauen es will. Also wenn ihr noch mehr erfahren wollt über unseren Auftrag und was wir hier eigentlich tun in Litauen, dann schaltet wieder ein.